Kennt ihr das auch? Ihr seid irgendwo unterwegs, produziert vielleicht gerade ein Video oder ihr seid beim Camping unterwegs in der Natur und dann habt ihr auf einmal keinen Strom mehr. Keinen Strom mehr für die Kamera, keinen Strom mehr für eure Drohne oder für einen kleinen Kühlschrank oder eine Kühlbox und so weiter und so fort. Abhilfe versprechen sogenannte Powerboxen und ich habe genau so ein Ding hier von Bluetti, die EB70. Ein mörderisch große Verpackung und ein wirklich ganz spannendes Gerät, das ich euch in diesem Video einmal vorstelle. Was kann die Bluetti EB70? Was steckt dahinter? Wie ist die Verarbeitung? Und natürlich gehe ich mit dem Teil mal raus auf eine Produktion und gucke mal, ob ich damit meinen Akkus gut auskomme. Und ich will aber auch mal zu Hause schauen, was passiert, wenn wir einen Stromausfall haben. Kann ich dann noch Fernsehen gucken? Kann ich mir was kochen? Ein Sandwich machen? Läuft der Kühlschrank und wie lange? All das in diesem Video. Und wir fangen jetzt an, packen dieses Monster mal aus. So, was haben wir hier als erstes? Bluetti, eine Bedienungsanleitung. Schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier einen Karton, wahrscheinlich mit Zubehör. Seht ihr mich noch? Ändert sich gleich. Und dann kommt hier nochmal Styropor und da ist sie, die Bluetti EB70. 9,7 Kilogramm schwer ist das Gerät. Und ja, die sieht schon toll aus. Normalerweise nehme ich jetzt in den Videos immer die Geräte und halte sie euch in die Kamera. Das versuche ich mal. Da, Bluetti EB70, eine Powerbox mit, 1000 Watt Leistung und in Spitzen 1400 Watt. 9,7 Kilogramm. So, hübsch sieht's aus. So, dann schauen wir mal, was ist hier drin? Okay, als erstes haben wir einen ziemlichen Brummer an Ladegerät, um die Bluetti zu laden. Aber ihr habt unzählige Möglichkeiten, diese Powerbox zu laden. Das erzähle ich euch gleich. Dann haben wir hier Kabel. Toll, für Solarpanel bis 200 Watt könnt ihr hier direkt die Bluetti EB70 anschließen. Dann haben wir hier das Netzkabel für das Ladegerät, Netzkabel Ladegerät, Solargeschichte und ein kleines Ladekabel für den 12 Volt Autoanschluss. Ja, das sieht schon mal ziemlich komplett aus alles. Dann hier Bluetti, ein kleiner Umschlag. Schauen wir mal, was da drin ist. Na? Okay, wie vermutet ein User Manual und hier wahrscheinlich eine Art Garantiekarte. So viel schon mal vorweg. 1000 Watt Wechselrichter und 716 Wattstunden Kapazität. Und das Besondere, bis zu 2500 Ladezyklen verspricht der Hersteller bis zu einer Kapazität dann noch von 80%. Und wenn man das mal nachrechnet, das sind in 7 Jahren tägliches Laden wäre damit möglich. Also das ist schon ganz korrekt. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns das genauer an. Ja, ihr seht, die Powerbox ist unheimlich übersichtlich. Ihr habt ganz viele Eingänge und aber auch natürlich Ausgänge. Fangen wir mal gleich an im DC-Bereich, das heißt also Gleichstrom. Haben wir hier auf der Seite den gesamten DC-Output. Da haben wir 2 USB-C-Anschlüsse auf dieser Seite mit jeweils
100 Watt und dann gibt es USB-A mit 3 Ampere, 5 Volt. Ist klar. Also hier einfach rein damit oder auch hier USB-C und dann entsprechend Verbraucher anschließen. Hier schaltet ihr die Box ein und wir können das ja mal hier einmal kurz zeigen mit dem Handy. So. Und schon zeigt er hier Aufladen und ihr werdet dann hier oben im Display gleich den Output sehen. Da auf 2 Watt, 1 Watt. Das zeigt er euch also nahezu in Echtzeit an. Machen wir weiter mit den Bereichen im DC-Output. Da gibt es hier den Zigarettenanschluss, immerhin 200 Watt Leistung. Dann habt ihr hier oben einen Input für Solarmodule. Ich habe euch das ja beim Unboxing schon gezeigt. Hier im Prinzip die entsprechenden Kabel. Das kommt dann einfach hier oben in die EB70 rein. Hier kommen eure Solarmodule ran und dann könnt ihr das Ganze per Sonnenenergie laden. Und was ich noch ganz klasse finde, hier oben gibt es einen Bereich mit 15 Watt, ein Wireless Charging, Telefon rauf und schon fängt das Laden an. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, wie bei jedem Wireless Charging Pad, dass das Ganze richtig positioniert wird. Grundsätzlich die Verarbeitung finde ich sehr gut. Das ist kein billiges Plastik, sondern das ist hochwertiger Kunststoff und das macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Dann gibt es auf der rechten Seite die AC-Abteilung, das heißt also Wechselstrom, Output 220 bis 240 Volt und das Ganze mit 1000 Watt in der Spitzenleistung, also in Peakleistung, schafft die EB70 1400 Watt, bis sie dann abschaltet. Was ich richtig klasse finde, ist, hier habt ihr, weiß nicht, ob ihr das hier unten erkennen könnt, einen reinen Sinus. Also als Hintergrund vielleicht mal ganz kurz erklärt, es gibt einen sogenannten modifizierten Sinus und den reinen Sinus. Und der reine Sinus ist immer das viel, viel bessere, weil so ein modifizierter Sinus, das heißt, im Wechselspannungsnetz ändert sich die Spannung ja bei 50 Hertz, bei uns zum Beispiel 50 Mal in der Sekunde von Plus auf Minus, ja, und im modifizierten Modus, in diesem modifizierten Modus oder Sinus, passiert das Ganze abrupt in ganz wenigen Stufen. Also da treten ganz oft starke Störungen auf und viele Geräte vertragen das zwar, allerdings kann es Störungen geben oder sogar empfindliche Bauteile können zerstört werden. Man hört es manchmal über Lautsprecher in Musikanlagen. Und der reine Sinus, was der EB70 hat, das ist, dass die Spannung ändert sich nahezu stufenlos. Und das ist deutlich aufwendiger, ja, und das spiegelt sich dann letztendlich auch bei Geräten mit reinem Sinus im Preis wieder, ja. Aber dafür gibt es halt weniger Störungen und auch wirklich empfindliche Geräte hier im AC-Bereich können dann betrieben werden, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass da was passiert. Dann schauen wir hier noch mal ganz kurz rein, einmal raufdrücken und ihr habt das Display. Auf der linken Seite eine Akkuanzeige in 5 Blöcken. Das könnte man vielleicht ein bisschen genauer machen und rechts dann den Input und den Output. Hier ist auf 50 Hertz eingestellt. Rechts gibt es ein Licht. Einmal raufdrücken, Dauerleuchten. Nochmal raufdrücken, heller. Nochmal raufdrücken, eine Art SOS und das war's dann. Dann könnt ihr jeweils hier die einzelnen Seiten, hier den DC-Bereich ein- oder ausschalten oder hier den AC-Bereich. Also wirklich alles, was man braucht. Kommen wir noch schnell zu den Aufladezeiten. 716 Wattstunden wollen ja schnell aufgeladen werden. Hier mit dem Bluetti-Netzteil sind das ungefähr um die 4 Stunden. Allerdings, das Ding ist unheimlich laut, selbst ohne Last. Mit einem 200 Watt Solarpanel, das ihr hier anschließt, ähnliche Zeit 4 bis 4,5 Stunden, 12 Volt Kfz-Adapter 7 bis 8 Stunden und beim 24 Volt Kfz-Adapter liegt er wieder bei 4,5 Stunden, ähnlich bei einem Generator. Ja, also aufgeladen ist die Bluetti sehr schnell, wie ich finde. Jetzt die Frage natürlich, wie lange kann ich bestimmte Geräte dann nutzen? Also ein Fernseher ungefähr mit 75 Watt, 5 bis 7 Stunden, elektrische Werkzeuge 5 bis 6 Stunden, euer Smartphone 10 Wattstunden könnt ihr bis zu 50 Mal vollladen.
Ein Kühlschrank, eine Gefrierkombination, das teste ich nachher noch. 90 Watt, ungefähr 7 Stunden. Und ja, so eine Art Reiskocher, 300 Watt oder ein kleiner Haarföhn, 350 Watt, 1 bis 1,5 Stunden. Also schon eine ganze Menge Ausdauer. So, ich habe die EB70 jetzt mal zum Laden angestöpselt. Funktioniert natürlich wunderbar. Ihr seht, mit 193 Watt wird gerade geladen, aber ja, das ist schon ganz schön laut. Hört euch das mal an. Und das selbst, wenn ich das Netzteil nicht angeschlossen habe an die EB70, also es keine Last hat, ist das relativ laut. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern. Dann haben wir uns das Grundsätzliche noch mal angeschaut. Ich drehe ihn noch einmal für euch, den EB70 von Bluetti. Hier auf den Seitenteilen habt ihr entsprechend die Lüfter. Die Lüfter sind nicht so laut, das ist wirklich erträglich. Und dann habt ihr hier im Prinzip das ganze Gerät mit dem Haltegriff. Das finde ich wirklich eine tolle Idee. Jetzt aber wollen wir mal sehen, was kann das Ganze. Jetzt hat es irgendwie die Sicherung rausgehauen und hier funktioniert gar nichts mehr. Das ist natürlich gerade in so einem Bereich, in so einem empfindlichen Bereich wie hier eine Tiefkühltruhe, wo verderbliche Lebensmittel drin sind, echt blöd. Also muss schnelle Hilfe her. Gucken wir mal rein. Es tut sich tatsächlich nichts. Dann schauen wir mal. Stecker da raus. So, und dann mal vielleicht hier rein. So. Und siehe da, siehe da, siehe da. Es arbeitet wieder. Allerdings, klar, momentan wird kein Strom gezogen, aber das System ist wieder an und somit retten wir unsere verderblichen Lebensmittel. Bei solchen Gefriergeräten oder Kühlschränken ist es so, dass der Kompressor anspringt immer nach einer gewissen Zeit. Das heißt, momentan springt der Kompressor nicht an, weil noch genügend Kälte drin ist. Ich habe es schnell genug entdeckt und die Bluetti rettet hiermit meine Lebensmittel. Elektriker muss gerufen werden und wir müssen schauen, was hier mit der Gefriertruhe-Kühlkombination los ist. Super, funktioniert, perfekt. Klasse, klasse. So muss das sein. Ja, Fernseh gucken, irgendeine Serie oder sonst was, wenn man das verpasst wegen Stromausfall, ist nicht so schlimm. Aber stellt euch vor, ein Fußballspiel, Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr in Katar oder die Frauen-EM oder Formel 1 oder sonst was und ihr könnt nicht gucken, weil der Strom ausfällt. Ich teste jetzt mal, ob das die Bluetti schafft, meinen Fernseher und meine Mediabox, ja, ob das Ganze klappt. Wie ihr seht, hier zum Fernseher gucken, aus. Da läuft gar nichts mehr. Gut, schauen wir mal. Die Bluetti EB70. Dann nehmen wir so aus der Steckdose raus die beiden Netzteile. Und jetzt hier einmal rein und da einmal rein. Und jetzt, so, jetzt guckt genau hin. Hier auf das Display, ich schalte ein und wir haben 26 Watt. Das heißt, das ist der Standby-Strom. Dann schalten wir jetzt hier den Media Receiver ein. Dann ändert sich die Stromzahl, der fährt jetzt hoch, geht ein bisschen hoch auf 30 Watt. Und jetzt gucken wir, der Fernseher. Was passiert? Aha, er startet. Die Box geht auf 155, 154 Watt hoch. Super, und jetzt warten wir mal, ob der Fernseher auch wirklich bis zum Ende startet. Android. 106 Watt, 113 Watt. Der Bildschirm ist noch schwarz. So, jetzt seht ihr, der Media Receiver startet. Beide Geräte werden jetzt über die Bluetti EB70 angetrieben. Wir haben Stromausfall, Fußball-Weltmeisterschaft, Endspiel. Kurz in der Verlängerung
Der Meter-Receiver, das dauert, bis das blöde Ding startet. Egal, wir gucken nochmal, wie viel Watt? 175 Watt. Jawohl. Perfekt. Guckt. 163, 162 Watt verbrauchen beide Geräte. Also Mediabox und der Fernseher. Und ich kann Fernsehen schauen. Ohne Strom. Das ist klasse. So, Freunde. Jetzt muss ich aber leider sagen, tschüss. Ich muss jetzt hier weiter gucken. Was ist denn jetzt los? Oh, nee, schon wieder Stromausfall? Hey, ich glaube, wir haben wieder Stromausfall. Meine Güte, was denn? Es ist doch jetzt egal, ist doch nicht so wichtig, oder? Ich muss los, ich muss mir die Haare zu Ende föhnen. Hier, das ist die Lösung. Pass auf. Was ist das denn? Die Powerbox von Bluetti. Los. Eine Powerbox? Nimm den Stecker jetzt und steck ihn da unten rein. Wirklich? Ja, das klappt schon. Ups. Genau, muss beide Hände nehmen. So, dann einschalten, hier einmal und da. Okay. Und jetzt gucken wir mal, dein Föhn, ob das funktioniert. Mach mal an. Super. Nee. Overload, weil der Föhn hat 1600 Watt und die ist bis 1000 Watt und in Spitzen 1400 Watt. Da müsste man eine größere nehmen, aber gar kein Problem. Du hast doch einen anderen Föhn. Komm, wir testen das jetzt. Und der soll funktionieren? Ich glaube, der funktioniert nicht. So, warte. Ich hab's eilig. So. Da einschalten, dann dort den AC-Eingang einschalten. Genau. Und? Na, dann föhn dir die Haare mal. Ach, Gott sei Dank. Dankeschön. Es klappt. Ja, man kann natürlich eine ganze Menge von dem System von der EB70 abverlangen, nämlich bis zu 1000 Watt Dauerleistung und im Peak 1400 Watt. Aber klar, wie im ersten Versuch mit Lotte mit dem Föhn 1600 Watt, da hört die EB70 aus, geht auf Overload, schaltet ab, ist aber auch kein Sicherheitsrisiko, macht sie sehr intelligent und sehr schnell und dann muss man eben einen anderen Föhn nehmen, ganz klar. Aber der Hersteller hat ja auch größere Powerboxen im Programm, die können dann so einen Föhn ohne Probleme betreiben. Aber das fand ich super, mit dem normalen kleinen Föhn klappt es und Lotte ist jetzt auch ganz froh. So, also Indoor haben wir ja so ein bisschen jetzt schon getestet, was das Bluetti da kann, eine ganze Menge. Aber es ist ja konzipiert für Outdoor-Anwendungen. Ich sag mal für Campingreisende, draußen irgendwie. Und natürlich für mich als YouTuber oder auch für professionelle Fernsehproduktion, sie hat ja einen Sinusausgang, ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Ich habe jetzt eine Menge gedreht mit der Drohne, mit einer DJI-Kamera, mit einer Insta 360 Grad und so weiter. Die Akkus sind leer und jetzt schauen wir mal, wir machen jetzt mal einen Stresstest. Fangen wir an, schalten die Bluetti an und nehmen wir als allererstes, damit ich das Material sichten kann, das ist hier ein unheimliches Kabelgewirr, das Netzteil für mein Powerbook. Das kommt hier rein und dann schließen wir das hier hinten an und schauen mal. AC-Eingang einschalten, leuchtet orange, aufladen mit momentan 114 Watt. Das reicht mir aber nicht. Meine Drohnenakkus sind leer. So, zumindest zwei. Einen habe ich noch. So, die beiden Drohnenakkus, auch 220 Volt. Da gibt es keine USB-Version serienmäßig mit dabei. Rein da! So, er steigt auf, bleibt noch auf 130. Sind wir hier auch drin? Ja, und er lädt. Beide Akkus laden. Wir sind beim Output von 170 Watt. So, Fernsteuerung. Brauche ich keinen Netzanschluss, aber USB-C. USB-C-Kabel hier rein. 100 Watt Ladeport ist das. Lädt. Das nächste ist meine kleine Vlogging-Kamera.
haben wir hier einen Mini-USB-Anschluss. Rein damit und in den USB-A-Port rein. Jetzt muss es hier orange leuchten. Das hat es eben. Okay, lädt. Machen wir weiter mit der DJI Action. Auch leer. USB-C auf USB-A. Und. Ja, lädt. Und last but not least meine Insta360 AS. USB-C auf USB-C. Lädt. Und jetzt bin ich gespannt, was da tatsächlich bei rauskommt. Ja, 193 Watt mit meinem Notebook perfekt. Und, der Akku hier, der kann auch ein bisschen was vertragen. Laden wir den doch noch mal drahtlos. Also, da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist schon perfekt, wie viele Geräte und Netzteile ich jetzt angeschlossen habe. Und ich kann im Feld jetzt perfekt hier mein Material sichten innerhalb kurzer Zeit. Wir haben hier bei USB-C bis zu 100 Watt Ladeleistung. Sind meine Geräte wieder geladen und das ist gut. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich brauche wieder Saft, an den Zigarettenanzünder ran und innerhalb von 4 Stunden ist die Blue Yeti wieder voll geladen. Also ich muss wirklich sagen, ein ganz, ganz starkes Ding. Und das soll es auch für heute gewesen sein. Das war meine Review zur Blue Yeti EB70. Ein ganz starkes Gerät. Wird mich jetzt künftig bei meinen Produktionen begleiten, aber vielleicht auch mal im Urlaub, muss ich wirklich sagen, ganz klasse Gerät, Verarbeitung. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist vielleicht die Lautstärke des Ladegeräts. Das ist ein ganz schön lauter Brummer, aber gut, müsste halt irgendwo laden, wo es nicht so laut ist. Ansonsten ein rundum tolles Prinzip und Konzept, gefällt mir sehr gut. Lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns bald wieder.